Also, Herr Professor Düsel, wir sind sehr dankbar, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Deutsches Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen, Standort Magdeburg. Sie sind hier der Standortsprecher und wir freuen uns auf das Gespräch. Ja, Stichwort Gedächtnisforschung. Was ja, passiert auf diesem Weg oder in ja, diesem Prozess von einem gesunden Gehirn ja, über, ich sage jetzt mal, leichte Ausfälle, wo man so sagt, ja, Wortfindungsstörungen und sich eigentlich noch nicht wirklich einen Kopf macht, aber vielleicht auch ja, schon mal eine ironische Bemerkung von der ja, Seite kommt, bis hin zu dem Moment, wo man sagen muss, man muss über ja, Demenz respektive eine Demenzerkrankung ja, sprechen. ja. Also die häufigste Form der Demenzerkrankung, die Ja, ja, Alzheimer-Erkrankung, ist tatsächlich in 80% der Fälle, mhm. also in 80% der Betroffenen, eine Erkrankung, die zunächst einmal das Gedächtnis angreift. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die ersten Ablagerungen, die mit der Mhm. Alzheimer-Erkrankung in Verbindung stehen, insbesondere die Ablagerung von Tauprotein, Mhm. einer veränderten Form von Ja, ja, Tauprotein, also ja, einem Gerüstprotein ja. der Nervenzellen sozusagen. Ähm, Da kommt es in den Gedächtnisregionen, in sehr spezialisierten Gedächtnisarealen zu ersten Ablagerungen und von dort breiten sich diese Ablagerungen aus Okay. entlang von Nervenbahnen, die tatsächlich auch den Verknüpfungen bestimmter Gedächtnismechanismen Mhm. folgen. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass Gedächtnis eine Netzwerkfunktion im Gehirn Ja. ist. Das heißt, Nervenzellen müssen Mhm. zusammenarbeiten und das ist anatomisch sehr gut organisiert. Das heißt, es gibt Hirnregionen, die eine spezialisierte Aufgabe übernehmen Mhm. im Gedächtnis. Sie leiten dann ihre Ergebnisse an eine andere Hirnregion Mhm. weiter. Und es hat sich herausgestellt, dass diese gut bekannten Ja, anatomischen Verbindungen ja. und Mhm. Informationswege auch die Wege sind, über die sich die Alzheimer-Erkrankung ausbreitet. Hat so eine gewisse Logik auch, ja? Ja, genau. Mhm. Und das ist tatsächlich die häufigste Form der Mhm. Alzheimer-Erkrankung, die sich so ausbreitet. Und deshalb steht zumindest bei der Alzheimer-Demenz die Gedächtnisstörung als Frühsymptom im Vordergrund. Was heißt das konkret? Also wir wissen, dass das Gedächtnis eine wirklich sehr komplexe und faszinierende Ja. Gesamtleistung unseres Mhm. Gehirns ist. Und das ist logisch verschaltet wie in einem Computer, wenn man so Mhm. will. Es gibt, es gibt verschiedene voneinander getrennte Gedächtnisprozesse, die ablaufen müssen, die in einem zeitlich sehr gut getakteten Rhythmus ablaufen müssen, damit wir uns ein Erlebnis merken können. Okay. Und der Begriff Erlebnis spielt hier eine Mhm. sehr wichtige Rolle, Okay. weil die ersten Gedächtnisprobleme, die auftreten, unser Erlebnisgedächtnis betreffen. Ähm, und das Erlebnisgedächtnis, wir nennen das auch episodisches Gedächtnis, ist eine ganz besondere Form des Gedächtnisses. Sie speichert persönliche Erlebnisse ab. Das heißt, wenn ich zum Mhm. Beispiel in ein Restaurant gehe, dort jemanden treffe, mich unterhalte, Mhm. dann ist das ein Erlebnis. Und Mhm. ein Erlebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es einmalig ist. Mhm. Anders Ja. als Fakten lernt man Erlebnisse Ja. nicht. Mhm. Man erlebt sie. Man erlebt sie eben Ja. einmal und sie sind gekennzeichnet durch diese Einmaligkeit. Mhm. Und damit man Erlebnisse gut speichern kann, muss man sozusagen den emotionalen Kontext, die visuelle, die auditorische und sonstige sensorische Informationen aufnehmen. Man muss Ort und Zeit registrieren. Wir nennen das Kontext. All die Informationen, die sonst drumherum passieren. Mhm. Und das muss sehr schnell, weil es eben einmalig ist, Ja. gespeichert werden. Wir nennen das sozusagen One-Trial Enkodierung. Das heißt, man hat nur diese eine Möglichkeit und man muss das dann speichern. Man kann es eben nicht wie bei Fakten nochmal Mhm. wiederholen. Ja? Ja. Sie können genau dieses eine Nicht. Restaurant-Rendezvous nicht wiederholen. Das geht Gibt's nicht nicht. nochmal, ja.
Und die Gedächtnisform, die bei der Ja. Alzheimer-Erkrankung betroffen ist eben genau dieses Erlebnisgedächtnis. Einfach deshalb, weil die Alzheimer-Erkrankung zunächst mal genau diese Regionen attackiert, wenn man so will, die für das Erlebnisgedächtnis wichtig sind. Und deshalb führt es dazu, dass wir eben uns an kürzlich, sagen wir, zurückliegende Erlebnisse, also wir sprechen hier von Stunden, Tagen, Wochen, manchmal Monaten, nicht mehr so gut erinnern können, aber Dinge, die sehr weit zurückliegen, die sozusagen vor der Erkrankung abgespeichert worden sind, die sind noch gut abrufbar. Ja, ja. Und damit man ein Erlebnis eben gut abspeichern kann, müssen sehr viele Prozesse ineinander greifen. Die Wahrnehmung spielt eine wichtige Rolle, die Erwartung spielt eine wichtige Rolle, das Vorwissen, das wir mit in dieses Erlebnis hineinbringen, spielt eine wichtige Rolle. Das Gedächtnis muss in der Lage sein, die verschiedenen Dinge miteinander zu verknüpfen. Das heißt, Assoziation ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir nennen das auch multisensorische Verknüpfung. Die Trennung von ähnlichen Ereignissen oder Erlebnissen, die zuvor stattgefunden haben. Man ist möglicherweise nicht das erste Mal in diesem Restaurant, sondern war da schon ein paar Mal, und dass man das nicht durcheinander bringt. Dazu muss das Gedächtnis in der Lage sein, dieses neue Erlebnis von den alten getrennt abzuspeichern. Ja, wir nennen das Trennung, Mustertrennung. Und dann muss sozusagen ein komplexer Mechanismus von Festigungsprozessen ablaufen, die spezielle Formen von Verknüpfungen zwischen Nervenzellen, spezielle Proteinsyntheseprozesse und Stützprozesse erfordern, damit eben das nicht sofort wieder in Vergessenheit gerät. Aber wahrscheinlich der wichtigste Prozess ist das, was wir zeitliche Kompression nennen. So ein Erlebnis in einem Restaurant dauert ja lange. Ne? Es dauert ja eine Stunde oder zwei im besten Gerne Fall. länger. Gerne länger, genau. Und wenn wir uns aber später erinnern, dann ist es ja zeitlich sehr stark komprimiert. Und diese zeitliche Kompression macht extrem viel Sinn, weil unser Speicherplatz eben nicht unendlich ist im Gehirn. Und gleichzeitig ist diese zeitliche Kompression sehr fehleranfällig. Es ist ein wunderbarer Prozess, aber eben fehleranfällig. Und die findet halt im Anschluss statt, auch im Schlaf. Schlaf ist auch ein wichtiger Bestandteil der Gedächtnisfestigung. Dort findet die Kompression, diese Komprimierung auf die Essenz des Erlebten nochmal statt. Und all diese Dinge werden eben durch die Alzheimer-Erkrankung in verschiedenen Aspekten, auch in verschiedenen Stufen gestört. Da würde mich tatsächlich interessieren, welcher Aspekt kann man das überhaupt so sagen, dass es einen Aspekt gibt sozusagen, wo, wenn wir über Alzheimer sprechen, der zuerst oder am intensivsten angegriffen wird? Genau. Da haben wir tatsächlich wirklich auch große Fortschritte gemacht in den letzten 2 Jahren. Zunächst einmal wissen wir, dass bestimmte Arten von Informationen eher betroffen sind. Unser Gehirn trennt Raum- und Objektinformation voneinander. Wir nehmen den Raum, in dem wir sind, über andere Netzwerke wahr, als die Objekte, die wir in dem Raum wahrnehmen. Das macht total viel Sinn, weil evolutionär betrachtet sind Objekte Dinge, die wir taktil manipulieren können, die potenziell essbar sind oder sonst irgendwie nützlich sind. Und der Raum ist im Grunde eine Art Kontext. Den müssen wir erfassen, der wird aber ganz anders kodiert und muss mit ganz anderen Hirnregionen verknüpft werden. Das heißt, unser Gehirn trennt diese Dinge. Und die Alzheimer-Erkrankung wirkt sich zunächst darauf aus, wie gut wir Objekte, wie präzise wir Objekte im Gedächtnis abspeichern können. Und dann kommt das Problem dazu, dass die Raumkodierung beeinträchtigt wird. Das sind so die beiden frühen Prozesse. Und dann später kommen andere Dinge dazu, wie
die Integration von verschiedenen sensorischen Aspekten, die Festigung, die Assoziation. Ja. Und irgendwann kommt auch das Gefühl der Vertrautheit geht dann auch verloren. Das ist etwas, was relativ lange bleibt. Dieses Gefühl, ich habe jemanden schon mal gesehen, das Bekanntheitsgefühl. Ja. Und irgendwann geht das dann auch Ja. verloren. Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Alzheimer ist die häufigste Demenzerkrankung. Über welche anderen Demenzerkrankungen sprechen wir noch? Die andere sehr häufige Erkrankung ist die vaskuläre Demenz. Ja. Oft kommt die Alzheimer-Erkrankung auch mit Aspekten der vaskulären Demenz gemeinsam vor. Dann ist es so, dass es die sogenannten atypischen Demenzen gibt, also die frontotemporale Demenz. Es gibt die Parkinson-Demenz. Es gibt andere Demenzen aus dem Formenkreis der frontotemporalen Demenzen. Dazu gehört zum Beispiel die amyotrophe Lateralsklerose. Dann gibt es die sogenannte Lewy-Körperchen-Erkrankung, die eine relevante Häufigkeit hat in der Klinik. Und was aber auch klar wird, ist, dass wir häufig Mischformen der Demenz sehen. Ja. Das heißt, ein Patient, der mit einer sehr typischen Alzheimer-Symptomatik zu uns kommt, ja, also eine zunehmende Gedächtnisproblematik und sonst im Grunde keine weiteren sichtbaren Ursachen, also keine metabolischen Ursachen, keine Organerkrankungen, kein Schlaganfall. Auch solche Patienten können Aspekte der Parkinson-Erkrankung oder einer frontotemporalen Demenz, zumindest was die Pathologie, also die Veränderungen im Gehirn anbelangt, in sich tragen. Auch wenn das vom Symptom her sehr typisch wie eine Alzheimer-Erkrankung ist. Das macht alles etwas komplizierter. Und man geht davon aus, dass das bei 20-30% der Alzheimer-Patienten der Fall ist. Also Mischformen beinhalten die Alzheimer-Demenz plus vaskuläre Demenz, Alzheimer-Demenz plus Aspekte der Parkinson-Erkrankung und Alzheimer-Demenz plus Aspekte der frontotemporalen Demenz. Ich würde noch mal gerne zurück zu den Tauproteinen. Ich sag mal so, vor 15, 20 Jahren hat man das eher mit diesem Fokus Nervenzelle gesehen. Ja. Das, was Sie jetzt geschildert haben, verstehe ich eher als eine auch Weiterentwicklung in der wissenschaftlichen Erkenntnis, eben von dem Fokus auf die Zelle hin eher auf die Netzwerke. Ja. Ist das so richtig wahrgenommen? Das Dass ist es da auch in der genau, wissenschaftlichen Erkenntnis was Ja. getan, verändert, entwickelt hat? Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, dass wir jetzt ein wesentlich umfassenderes Verständnis, also dass wir ein wesentlich umfassenderes Verständnis darüber haben, was tatsächlich, auf welchen Ebenen es zu einer Funktionsstörung kommt. Sicherlich ist die Nervenzelle im Zentrum, Ja. weil durch die Erkrankung innerhalb der Nervenzelle vieles nicht mehr richtig funktioniert. Das heißt, die Art und Weise, wie die Nervenzelle im Grunde Aktivität produziert, wie die Nervenzelle innerhalb ihrer inneren Organellen Proteine synthetisiert, das ist betroffen. Die Antennen der Nervenzelle, mit der sie mit anderen also Informationen von anderen Nervenzellen aufnimmt, verkümmern. Und auch die Signalausgänge der Nervenzellen, die Axone, können verkümmern und auch verlangsamen in ihrer Fähigkeit, Informationen weiterzugeben. Das ist sozusagen das, was auf der Ebene der Nervenzelle passiert. Dann ist es so, dass die Alzheimer-Erkrankung aber auch das Milieu beeinträchtigt, in dem die Nervenzelle lebt und versorgt wird. Ja. Dazu gehören die Blutgefäße. Das heißt, Alzheimer-Proteine wie Amyloid kann sich auch in den Blutgefäßen ablagern. Dazu gehört das Stützgewebe um die Nervenzellen herum. Das kann sich zu sehr verfestigen und Plastizität hemmen. Dazu gehört auch, dass die normalen Reinigungsprozesse, dazu gehören auch entzündungsregulierende Zellen, dass die gestört werden. Es kann zu einer Unter- oder Überaktivierung von
Entzündungsprozessen kommen. All das passiert sozusagen dann um die Nervenzelle herum. Gleichzeitig ist es aber so, und das ist dann sicherlich das, was letztendlich zu der Funktionsstörung führt, dass es zu einer Netzwerkfunktionsstörung kommt. Das heißt, zu dem Problem, dass eben eine relevante Anzahl von Nervenzellen in zwei unterschiedlichen Regionen nicht mehr gut miteinander arbeiten können. Ja. Wenn man sich vorstellt, eine Region hat 1 Million Nervenzellen und von denen sind 10.000 irgendwie betroffen, dann kann das vielleicht noch kompensiert werden. Ja. Aber wenn es eben das Ganze so ausgeprägt ist, dass das Netzwerk an sich nicht mehr gut funktioniert, dann kommt es zu kognitiven Problemen. Wenn Sie bei diesem Beispiel mit den 10.000 und der 1 Ja. Million, Ja. kann man das so fortspinnen, dass man sagen, so circa, ich sage jetzt mal bei 50.000 oder so, Ja. kommt dieser Bruch oder dass die Störungslinie wirklich nach außen auch sichtbar wird, dass der Mensch eben diese Fähigkeiten, Objektraum verliert? Ja, das ist sehr schwer zu quantifizieren. Okay. Ja, gerade beim Menschen ist es sehr schwer zu quantifizieren, weil wir die Nervenzellen nicht so gut zählen können. Okay. Aber Heute kann man alles. Genau, tatsächlich gibt es neue Untersuchungsmethoden und eine Methode ist die Messung der synaptischen Dichte. Okay. Und das kann man heutzutage mit modernen Bildgebungsverfahren machen. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir in unserem Sonderforschungsbereich machen, auch gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Das heißt, hier werden wir tatsächlich in den nächsten Jahren quantitative Informationen kriegen. Okay. Genau zu der Frage, wie viel muss eigentlich ausfallen, damit sich etwas kognitiv bemerkbar macht, wie viel kann kompensiert werden. Das führt tatsächlich zu diesem Stichwort, dass es Menschen gibt sozusagen, die auch im Alter über einen viel längeren Zeitraum geistig sozusagen stabiler sind und andere Menschen sind es eben nicht. Ja. Hat das nur diesen Anknüpfungspunkt zu Umwelt, zu Lebensstilfaktoren oder ist das auch eine Frage von Genetik und Epigenetik? Und lässt sich das trennen, fließt das ineinander? Wie gewichtet man das im Kontext von Demenzerkrankungen? Ja. Also zunächst einmal, wenn man sich unabhängig von Genetik, Epigenetik anguckt, was passiert eigentlich im Gehirn? Ja. Wenn man sozusagen jetzt als Beispiel eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern betrachtet, die 75 sind, und die sind alle kognitiv noch gut funktionsfähig und haben kaum Einbußen. Was würde man dann finden? Und tatsächlich ist das Bild relativ breit gefächert. Okay. Es gibt welche, die es geschafft haben, dass das, was sozusagen eigentlich so der goldene Weg ist, zu erreichen, nämlich Brain Maintenance. Das heißt, die Erhaltung des Gehirns. Und darunter verstehen wir die Abwesenheit von krankhaften Veränderungen im Gehirn und die Abwesenheit von einem relevanten Volumenverlust im Gehirn. Das heißt, das Gehirn ist sozusagen in der Größe noch gut erhalten. Es gibt kaum Gefäßveränderungen und es gibt keine molekularen Ablagerungen, die für eine Erkrankung sprechen. Das nennen wir Brain Maintenance. Das heißt, in dieser Gruppe von 75-Jährigen gibt es sozusagen ein paar, die das geschafft haben. Ja. Lässt sich das quantifizieren? Wie viele das lässt sich, das lässt sich nicht so gut quantifizieren, weil die Studien dazu, also dazu müsste man tatsächlich gut kontrollierte epidemiologische Populationsstudien machen, die sind extrem aufwendig. Okay. Und jede Studie, die man dann letztendlich durchführt, hat einen gewissen Bias, dass man eben vor allem die erreicht, die an solchen Studien interessiert sind und die sind dann automatisch diejenigen, die häufiger dazu neigen, Brain Maintenance zu zeigen. Aber wir haben in Magdeburg eine sehr besondere Gruppe von Patienten. Wir nennen die Superager. Okay. Das sind über 80-Jährige, die noch die Gedächtnisleistung von 50-Jährigen haben. Ui, das hätte ich auch gern. Und bei denen haben wir sehr ausführliche Untersuchungen gemacht. Wir haben auch eine sogenannte Tau-PET-Untersuchung gemacht, gemeinsam mit der Uni Leipzig. Das haben wir in unserem Sonderforschungsbereich gemacht. Und da sehen wir eben,
dass ein Merkmal dieser Superager ist, dass sie wenig vaskuläre Veränderungen im Gehirn haben, dass sie weniger Tauablagerungen haben als die normalen über 80-Jährigen, dass sie insgesamt einfach gesünder sind. Ja? Und das heißt, so Kriterien von Brain Maintenance eben erfüllen. Ja. Also Brain Maintenance sicher ein relevanter Faktor und glaube auch ganz klar das Ziel, das wir alle erreichen wollen, sollten. Ja. Dann gibt es aber diejenigen, jetzt gehen wir wieder zurück auf die 75-Jährigen, die ja alle gut erhaltene Kognition haben. Innerhalb dieser Gruppe von 75-Jährigen wird es auch einige geben, die schon Alzheimer-Veränderungen haben und die trotzdem kognitiv noch gut funktionieren. Und die haben eben etwas, was wir Hirnreserve nennen, besonders gut ausgeprägt. Und wir unterscheiden hier zwei Formen von Reserve. Das eine ist die sogenannte Gehirnreserve und das andere ist die kognitive Reserve. Die Gehirnreserve ist sozusagen die, wenn man so will, das Gehirnkapital, die Menge an Kapital, mit dem man startet, bevor die Pathologie kommt. Und diejenigen, die sozusagen mit mehr Volumen in den Gedächtnisregionen ausgestattet sind, wenn die Erkrankung anfängt, die können länger kognitiv normal bleiben. Die haben einfach mehr Kapital, von dem sie zehren können. Ja? Das ist das eine. Dann gibt es die kognitive Reserve und die ist ganz faszinierend. Lange Zeit war ich skeptisch, dass es tatsächlich dieses Potenzial im Gehirn gibt, aber wir konnten es tatsächlich auch nachweisen. Okay. Die kognitive Reserve springt ein, wenn die Hirnreserve sozusagen ausgeschöpft ist, wenn man so will. Das heißt, das Gehirn fängt in den Gedächtnisregionen schon an, etwas zu schrumpfen. Die Pathologie hat sich dort etabliert und trotzdem ist das Gedächtnis und die kognitive Leistungsfähigkeit noch einigermaßen intakt. Ziemlich gut intakt. Und wir konnten zeigen, dass das eben damit zu tun hat, dass andere Hirnregionen einspringen und diese Gedächtnisprozesse unterstützen. Die Fähigkeit zur kognitiven Reserve ist individuell unterschiedlich. Nicht jeder hat dieselbe Möglichkeit, kognitive Reserve anzuwenden. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir kognitive Reserve, also warum manche Menschen mehr kognitive Reserve haben als andere und wie wir das stärken können. Ja? Früher hat man immer gedacht, das ist die Schulbildung, die akademische Bildung, die Erziehung. Tatsächlich sehen wir, dass das zwar eine Rolle spielt, aber nicht die relevante Rolle ist. Ja, wir gehen davon aus, dass kognitive Reserve auch mit anderen Faktoren zusammenhängt und auch nachträglich gestärkt werden kann. Hat Sie etwas in der Zusammenarbeit mit dieser Gruppe, dieser Superager, der über 80-Jährigen, etwas überrascht? Genau, als wir diese Studie angefangen haben, war uns nicht klar, ob die Superager mehr Hirnreserve haben, mehr kognitive Reserve haben oder einfach frei von bestimmten Veränderungen sind. Und es hat mich schon überrascht, dass das Bild relativ klar ist, ne? Dass die sozusagen frei von Veränderungen sind, also oder wenig Veränderungen haben. Natürlich sind auch in den Superagern einige dabei, die schon erste Veränderungen haben und das kompensieren können. Aber frei von Pathologie und Veränderungen zu sein, scheint wichtig zu sein. Und deshalb ist eben auch die Prävention extrem wichtig. Ja? Also, dass man sozusagen das Gehirn relativ früh priorisiert und sagt, ich sollte so viel wie möglich machen, damit ich keine vaskulären Veränderungen habe, damit ich kognitiv aktiv bin, damit ich Veränderungen, die ich sehe, eben früh mit dem Arzt bespreche. All diese Dinge sind eben wichtig und letztendlich mich als Neurologen hat schon sehr beeindruckt, dass sozusagen die Abwesenheit von Pathologie gut ist. Ja, im Sinne von was bei den Superagern eben überwiegt. Und deshalb bin ich auch ein wichtiger Verfechter davon, die Alzheimer-Erkrankung und die Pathologie der Alzheimer-Erkrankung mit den neuen Therapien zu behandeln.
dazu gehören ja auch die neuen Amyloid-Antikörpertherapien. Das ist für mich eine sehr wichtige Säule der Therapie der Alzheimer-Erkrankung. Und haben Sie für sich persönlich aus der Zusammenarbeit noch was mit rausgenommen? Also zunächst einmal sind das einfach sehr inspirierende Menschen, weil sie einfach starke Persönlichkeiten sind. Und etwas, was glaube ich, halt auch andere Gruppen, wir sind nicht das einzige Institut, das diese Gruppe untersucht, auch in den USA und in Holland gibt es große Kohorten. Was etwas ist, was man in dieser Gruppe häufig findet, ist das, was man im Englischen Tenacity nennt oder Zähigkeit im Deutschen, also kognitive Zähigkeit. Ne? Okay. Dass man im Grunde sich eine kognitive Herausforderung, einer kognitiven Herausforderung stellt, sie annimmt und sich durchbeißt. Ne? Ob das jetzt sozusagen eine neue Sprache ist, ob das Tanzen ist. Ne? Das ist für mich etwas, wo ich wirklich denke, boah, das braucht jetzt aber echt viel Zähigkeit. Das ist eben etwas, was ich auch aus der Gruppe mitgenommen habe. Okay. Ne? Dass es durchaus sinnvoll ist, sich bestimmten Dingen halt zu stellen, die Herausforderung anzunehmen. Und ich für mich habe auch daraus gezogen, dass es echt wichtig ist, eben das Gehirn und die Hirngesundheit zu monitorieren. Ja, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich werde es auf jeden Fall mich selber eine genetische Testung durchführen und auch mein MRT, meinen Kopf regelmäßig untersuchen lassen und auch mein Blut und meine Kognition regelmäßig testen lassen. Kommt da dann dieses Momentum Prävention auch rein? Und das ist ja auch diese Frage, kann ich Alzheimer oder Demenz verhindern? Kann ich es mindestens verzögern sozusagen, wo ich individuell als einzelner Mensch auch eine Chance habe, was zu tun? Da spielen jetzt sehr viele, sehr komplexe Dinge ineinander. Leider muss man sagen. Das macht vielleicht dann auch spannend. Genau. Also kognitive Reserve, zumindest das ist unser aktuelles Verständnis, hängt mit sehr vielen Aspekten zusammen. Es hängt damit zusammen, dass Menschen sozial aktiv sind, dass sie sehr mobil sind, dass sie sich mit neuen Inhalten beschäftigen, dass sie sozusagen kognitiv sich nicht zurückziehen. Das sind aber eben genau die Aspekte, die entstehen, wenn man ein Leben lebt, das weniger Lebensstilfaktoren oder Lebensstilrisiken hat, die man mit der Alzheimer-Erkrankung assoziiert. Okay. Also die wichtigen Lebensstilfaktoren betreffen ja Dinge wie Sehstörungen, Hörstörungen, soziale Isolation, Bewegungsmangel. All das sind natürlich auch Aspekte, die dann im Grunde die kognitive Reserve beeinträchtigen, ne? Weil eben Hirnregionen, die unterstützen können, sensorisch verarmen, weil wir weniger soziale Interaktion haben, einfach durch weniger Bewegung auch weniger wahrnehmen und weniger explorieren, das Gehirn weniger anregen. Das heißt, Lebensstilfaktoren und Faktoren, die kognitive Reserve stärken können, hängen eng miteinander zusammen. So ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, den wir mit kognitiver Reserve zusammenbringen, ist die Bewegung in Zusammenhang mit sozialer und räumlicher Informationsverarbeitung. Zum Beispiel Tanzen. Sehr gutes Beispiel. Tanzen bedeutet, dass wir uns bewegen, dass wir eine soziale Interaktion haben, dass wir uns im Raum orientieren und gleichzeitig unser Gleichgewicht und unsere Koordination stärken. All das sind Dinge, die im Gedächtnis eine sehr wichtige Rolle spielen. Das Gedächtnis ist sehr eng mit Strukturen gekoppelt, die an sozialer Wahrnehmung hängen, die an der Raumwahrnehmung hängen, die unsere eigene Position und unsere Bewegung im Raum kodieren. Das ist für unser Erlebnisgedächtnis extrem wichtig. Und das sind Aspekte, die dann in ihrer Netzwerkverknüpfung durch
durch Tanzen gestärkt werden Ja. können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Tanzen insgesamt körperlich gesund ist. Das heißt, wir haben hier sozusagen etwas, was sowohl auf Lebensstilrisiken als auch auf kognitive Reserve einwirkt. Ja. Und das macht es natürlich sehr komplex, diese Ja. Dinge voneinander zu trennen. Und man muss dann einfach ein bisschen pragmatisch sein und an bestimmten Stellen einfach auch mal sozusagen zwar mechanistisch das versuchen zu verstehen, ist wichtig, aber dann auch pragmatisch handeln und beraten. Das ist auch wichtig. Gibt es etwas, was dem Tanzen vergleichbar ist? Sie haben vorhin netterweise Ihr Fahrrad rausgeräumt und Ja. so. Das ist sicherlich auch, da muss man aufmerksam sein. Da hat man auch soziales Interagieren mit anderen Verkehrsteilnehmern, aber man hat niemanden sozusagen, den man in den Arm nimmt und rumschwenkt. Sozusagen ist ja nochmal eine andere Ja. Form von sozialer Interaktion. Ja. Niemandem auf die Füße treten Ja. etc. Ja. Gibt es etwas Vergleichbares oder Ja. auch Besseres als Tanzen noch in diesem Ja. Kontext? Also es ist sehr schwierig, hier sozusagen wissenschaftlich fundierte Ja. Erkenntnisse zu gewinnen, weil solche Studien extrem aufwendig sind. Sie müssen über eine sehr lange Zeit Ja. laufen. Man braucht sozusagen verschiedene Kontrollgruppen. Allein die Kontrollgruppen Ja. sozusagen von bestimmten Interventionen und bestimmten Dingen fernzuhalten, ist eine Herausforderung. Ja, man kann einer Tanzgruppe nicht sagen, bitte kein Fahrrad fahren. Aber wir wissen, wir haben eben ein gutes mechanistisches Verständnis darüber, was sozusagen unser Gedächtnis Ja. braucht. Und bis jetzt ist es eigentlich immer relativ klar, dass wenn wir uns daran orientieren, wir im Grunde Dinge finden, die auch bei sozusagen für die Prävention der Alzheimer-Erkrankung eine Rolle spielen zu Ja. scheinen. Deshalb ist das, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt. Und was unser Gedächtnis braucht, ist die Kopplung von explorativem Verhalten und körperlicher Anstrengung. Unser Gedächtnis ist einfach ein Explorationsorgan, ja, ein Erkundungsorgan. Es ist neugierig und es koppelt Neugier mit Bewegungsmotivation, weil Ja. nur so kann natürlich Neues exploriert werden. Ja. Und evolutionär macht das total viel Sinn. Und tatsächlich ist es so, dass körperliche Anstrengung durch diese Kopplung besser motiviert werden kann und weniger Ja. anstrengend wirkt, wenn man dabei etwas Neues exploriert. Ne? Es wird Ihnen total schwer fallen, in Ihrem Haus die Treppen 10-mal rauf und runter zu gehen. Da werden Sie nach 2-mal aufgeben. Ja. Aber wenn Sie in einer neuen Stadt sind und das erkunden Ja. wollen oder wenn Sie draußen in der Natur spazieren gehen, dann können Sie das viel länger machen. Und dann fällt Ihnen die Anstrengung wesentlich leichter, weil Neugier eben eine wichtige Motivation hier ist, Ja. eine Bewegungsmotivation. Deshalb ist Fahrradfahren eben sicherlich gut, dass alles, wo sozusagen, also alle Arten von Bewegung, die man mit explorativem Verhalten koppeln kann, sind gut. Das kann auch mal ein Theaterbesuch Ja, sein. Ja, das kann einfach der Besuch in einer neuen Stadt, Ja. einen neuen Wanderweg erkunden. All diese Dinge sind Ja. gut und relevant. Ja. Ein anderer wichtiger Aspekt ist das genaue Gegenteil davon, die Meditation. Ah, okay. Und das ist auch etwas, womit wir uns in letzter Zeit häufiger beschäftigen. Das hängt einfach damit zusammen, dass eine Ursache von Gedächtnisproblemen nicht in der verminderten Zusammenarbeit von Ja. Hirnregionen gelagert Ja. ist, sondern es gibt auch bestimmte Nervenzellgruppen und Hirnregionen, die überverknüpft und überaktiv sind. Das hängt damit zusammen, dass Alzheimer-typische Veränderungen, wie zum Beispiel Amyloid, zu einer Übererregbarkeit von Nervenzellen führen können. Und wir gehen im Moment davon aus, dass das
mit dem Phänomen von repetitiven negativen Gedanken gekoppelt ist. Das heißt, wenn man so will, einer negativen Grübelneigung. Mhm. Wir wissen hier noch nicht genau, ob das sozusagen eine Ursache ist für die Überaktivität oder eine Folge der Überaktivität. Aber wir gehen davon aus, dass es ein selbstverstärkender Mechanismus ist. Und dass es deshalb gut ist, über Meditation diese Überaktivierung von repetitiven negativen Gedanken in den Griff zu kriegen. Es gibt schon einige Studien weltweit dazu, zur inneren Achtsamkeit und Meditation, und auch wir führen Studien dazu. Und das ist wahrscheinlich auch eine wichtige Säule der sozusagen Lebensstil oder Lebensstilprävention, lebensstilbezogenen Prävention. Ja. Okay, also dass man sozusagen 2 M's hat im Prinzip, Mobilität und Meditation, um es jetzt mal sehr schlicht zu formulieren. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Tanzen Sie gern? Ich tanze nicht so gerne. Aber ich mache Windsurfen. Ah, okay. Und ich glaube, Windsurfen ist im Grunde ähnlich. Tanz mit dem Wind, wenn man so will. Ja. Und auch da muss man sehr viel das Gleichgewicht, die räumliche Orientierung koordinieren und ist auch ein sozialer Sport. Ja. Sehr viel soziale Interaktion. Ja. Stichwort Empfehlung für die Demenzprävention. Ja. Wenn Sie jetzt rein aus Sicht der Wissenschaft, rein als Wissenschaftler sprechen, wo würden Sie sagen, da liegen die besten Chancen, Demenz wirklich vorzubeugen? Und das, wie ich das Individuum wirklich in die Prävention kriegen kann, gibt es einen Unterschied oder ist es deckungsgleich? Also generell ist, glaube ich, der wichtigste Ansatzpunkt für eine Demenzprävention ist einfach an die Hirngesundheit zu denken. Ja. Wir denken ja sehr oft zum Beispiel an die Herzgesundheit und an andere Organe, Blutdruck und so weiter. Ja. Und hier muss im Grunde einfach eine Veränderung her. Wir müssen sozusagen an unser Gehirn denken. Ja? Also das mein Motto ist, denken Sie einfach mal an Ihr Gehirn. Ja? Das ist der Startpunkt. Dann ist der zweite Ansatzpunkt ist, dass eben diese schicksalshafte Verschlechterung des Gedächtnisses mit zunehmendem Alter, dass man das nicht einfach hinnehmen muss. Ja. Wir sehen eben von den Superagern, dass es durchaus möglich ist, die Gedächtnisleistung lange stabil zu halten. Ja, irgendwann nimmt sie natürlich ab, aber man kann sie lange stabil halten. Diese sogenannte Altersvergesslichkeit, ja, das wird halt irgendwie ein bisschen schusselig im Alter, das muss man nicht hinnehmen. Ja? Das klingt vielleicht etwas radikal, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um einfach auch an die Hirnleistungsfähigkeit zu denken und an die Gehirngesundheit zu denken. Das heißt, wenn man vergesslich wird, und das macht einem Sorgen, sollte man dem nachgehen. Es gibt in der Alzheimer-Erkrankung kein klares Symptom, mit dem man die sogenannte Alltagsvergesslichkeit von einer sehr spezifischen Alzheimer-Erkrankung als Mensch sozusagen in der eigenen Wahrnehmung trennen kann. Das ist sehr schwierig. Deshalb mein Appell, wenn man vergesslich wird, ist das nicht Teil des Alters, nicht zwangsläufig. Und wenn es einem Sorgen macht, muss man dem nachgehen. Und bei der eigenen Gesundheit immer an die Hirngesundheit denken. Und zu der Hirngesundheit gehören eben, also zur Erhaltung der Hirngesundheit gehören eben bestimmte Dinge, die zum einen für das Gehirn spezifisch sind, aber auch sehr viele Dinge, die für alle Organe gut sind. Aber wenn man sich über längere Zeit vergesslich fühlt, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht so typisch für mich. Ja? Normalerweise hätte ich mir das eigentlich gut merken können. Das geht jetzt seit über 6 Monaten so. Dann
auch durchaus mal zum Arzt gehen, Check-up machen lassen, MRT machen, eventuell auch eine Blutdiagnostik, weil man kann bestimmte Formen der Alzheimer-Erkrankung eben schon früh erkennen. Und es gibt auch kognitive Testverfahren, auch digitale kognitive Testverfahren, die schon relativ gut sagen können, ob eine relevante kognitive Störung vorliegt oder nicht. Auch die kann man sozusagen in der Versorgung relativ früh wahrnehmen. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Aspekte. Ja, das ist im Grunde eine Veränderung der Wahrnehmung in der eigenen Gesundheit hin zum Gehirn. Ja. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Ja. Herr Professor Düssel. Sehr schön. Dankeschön, vielen Dank.